Seit mehr als 100 Jahren gibt es eine Hunderasse, die wie kaum eine andere für Mut, Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Arbeitsleistung steht. Ob bei der Polizei, im Militär, bei Rettungseinsätzen oder im täglichen Dienst. Wenn Menschen einen Hund brauchen, der auch unter größtem Druck einen kühlen Kopf bewahrt und selbst schwierigste Aufgaben zuverlässig meistert, fällt seit Generationen immer wieder derselbe Name: der deutsche Schäferhund. Und genau das fasziniert Menschen weltweit an dieser Rasse. Während sich viele Hunderassen im Laufe der Zeit verändert oder auf bestimmte Aufgaben spezialisiert haben, scheint der deutsche Schäferhund seinen außergewöhnlichen Ruf über mehr als ein Jahrhundert hinweg immer wieder aufs Neue bestätigt zu haben. Kaum ein anderer Hund wurde von so vielen Menschen in Situationen eingesetzt, in denen Vertrauen nicht einfach nur wichtig war, sondern über Leben und Tod entscheiden konnte. Doch genau hier stellt sich eine spannende Frage: Warum ausgerechnet der deutsche Schäferhund? Warum setzen unzählige Behörden und Einsatzkräfte bis heute auf diese Rasse, obwohl der belgische Malinois in den letzten Jahren immer häufiger die Schlagzeilen beherrscht? Hat der deutsche Schäferhund seinen legendären Platz an der Spitze tatsächlich verloren oder besitzt er Eigenschaften, die ihn bis heute zu einem der außergewöhnlichsten Gebrauchshunde der Welt machen? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zunächst einen Blick auf Hunde werfen, deren Namen viele Menschen wahrscheinlich noch nie gehört haben, obwohl ihre Geschichten eindrucksvoll zeigen, wozu deutsche Schäferhunde wirklich fähig sind. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 arbeitete der deutsche Schäferhund Apollo tagelang zwischen den rauchenden Trümmern des World Trade Centers. Während die Luft voller Staub war, überall scharfkantige Metallteile lagen und jede Bewegung lebensgefährlich sein konnte, suchte Apollo unermüdlich nach Überlebenden und unterstützte die Rettungskräfte bei einer der schwierigsten Suchaktionen der modernen Geschichte. Obwohl er sich bereits kurz nach Beginn seines Einsatzes an den Pfoten verletzte und Verbrennungen erlitt, arbeitete er weiter, als würde ihn nichts davon aufhalten können. Meiner Meinung nach zeigen genau solche Geschichten, weshalb der deutsche Schäferhund bis heute weltweit ein so hohes Ansehen genießt. Es sind nicht Rekorde oder spektakuläre Videos im Internet, die seinen Ruf aufgebaut haben, sondern unzählige reale Einsätze, bei denen diese Hunde ihren Mut immer wieder unter Beweis gestellt haben. Ein weiterer deutscher Schäferhund schrieb viele Jahre später seine eigene Heldengeschichte. Die Schäferhund-Malinois-Mischlingshündin Luca diente beim US Marine Corps als Sprengstoffspürhund in den gefährlichsten Einsatzgebieten des Iraks und Afghanistans. Während ihrer Dienstzeit absolvierte sie über 400 Einsätze und unter ihrer Führung kam kein einziger Soldat durch einen versteckten Sprengsatz ums Leben. Mit ihrer außergewöhnlichen Spürnase entdeckte Luca unzählige Sprengfallen, bevor sie zur tödlichen Gefahr für Soldaten oder Zivilisten werden konnten. Trotz einer schweren Verletzung durch eine Explosion überlebte sie und kehrte sogar zurück, um ihre Mission zu beenden. Für ihren außergewöhnlichen Mut wurde Luca mit der PDSA Dickin Medal ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung für Tiere und dem tierischen Gegenstück zum Victoria Cross. Ein echter Held auf 4 Pfoten. Wenn man diese Geschichten hört, entsteht fast automatisch dieselbe Frage: Warum vertrauen Menschen seit Generationen immer wieder genau dieser Hunderasse? Ich denke, die Antwort allein liegt weder in seiner Kraft noch in seinem Mut. Entscheidend ist vielmehr die außergewöhnliche Kombination aus Intelligenz, Belastbarkeit, Nervenstärke und einer bemerkenswerten Bereitschaft, eng mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten. Genau diese Eigenschaften machten den deutschen Schäferhund über Jahrzehnte hinweg zum Maßstab, an dem sich nahezu alle modernen Diensthunde messen lassen mussten. Und obwohl heute häufig behauptet wird, der belgische Malinois habe den deutschen Schäferhund längst ersetzt, zeigt ein genauerer Blick ein deutlich differenzierteres Bild. Denn beide Hunde besitzen ganz unterschiedliche Stärken. Und genau diese Unterschiede schauen wir uns jetzt genauer an. Die Herkunft, wie aus einem Hütehund eine weltweite Legende wurde. Die Geschichte des deutschen Schäferhundes beginnt an einem Ort, den heute kaum noch jemand mit dieser berühmten Hunderasse verbindet. Nicht auf einem Truppenübungsplatz,
Nicht bei der Polizei und auch nicht auf einem Militärgelände, sondern auf den Weiden und Feldern Deutschlands, wo Schäferhunde über viele Generationen hinweg Schafherden hüteten, sie vor Gefahren schützten und oft stundenlang selbstständig Entscheidungen treffen mussten. Ende des 19. Jahrhunderts erkannte der preußische Hauptmann Max von Stephanitz jedoch, dass in diesen Arbeitshunden weit mehr steckte als reine Hütefähigkeiten. Sein Ziel war es, einen Hund zu schaffen, der Intelligenz, Ausdauer, Gehorsam, Belastbarkeit und Arbeitsfreude in einer einzigen Rasse vereinte. Als er 1899 den Verein für deutsche Schäferhunde gründete, konnte vermutlich niemand ahnen, dass daraus einmal die bekannteste Diensthunderasse der Welt entstehen würde. Besonders spannend finde ich dabei, dass für Max von Stephanitz niemals das Aussehen an erster Stelle stand. Sein berühmter Satz „Schönheit ist ohne Leistung wertlos“ beschreibt bis heute wahrscheinlich besser als jede andere Aussage, warum sich der deutsche Schäferhund weltweit so erfolgreich etablieren konnte. Schon wenige Jahre später erkannten Polizei und Militär das enorme Potenzial dieser Rasse. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs transportierten deutsche Schäferhunde Nachrichten durch gefährliches Gelände, suchten verletzte Soldaten, bewachten wichtige Einrichtungen und unterstützten Sanitätseinheiten selbst unter extremen Bedingungen. Genau dort entstand der Ruf, der den deutschen Schäferhund bis heute begleitet: zuverlässig, belastbar und vielseitig wie kaum ein anderer Gebrauchshund. Der perfekte Allrounder. Wer einen deutschen Schäferhund einmal bei der Arbeit beobachtet hat, versteht sehr schnell, weshalb diese Rasse über Jahrzehnte als Maßstab moderner Diensthunde galt. Sein Körper ist nicht darauf ausgelegt, der schnellste oder explosivste Hund der Welt zu sein. Stattdessen vereint er Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Stabilität in einer außergewöhnlich ausgewogenen Weise. Genau diese Balance macht ihn so vielseitig. Sein kräftiger Körperbau ermöglicht es ihm, viele Stunden konzentriert zu arbeiten und trotzdem jederzeit schnell, kraftvoll und kontrolliert zu reagieren. Ob Fährtenarbeit, Schutzdienst, Rettungseinsatz oder Polizeiarbeit, der deutsche Schäferhund passt sich unterschiedlichsten Aufgaben erstaunlich flexibel an. Während manche Gebrauchshunde vor allem in einzelnen Spezialgebieten glänzen, überzeugt der deutsche Schäferhund gerade durch seine Vielseitigkeit. Meiner Meinung nach ist genau das der Grund, weshalb er bis heute in so vielen unterschiedlichen Einsatzbereichen zu finden ist. Besonders beeindruckend finde ich seine Belastbarkeit. Regen, Schnee, Hitze oder schwieriges Gelände verändern seine Arbeitsweise kaum. Selbst nach langen Einsätzen bleibt er konzentriert und arbeitet zuverlässig weiter. Man könnte deshalb sagen, der deutsche Schäferhund wurde nicht für eine einzige Aufgabe geschaffen, sondern für nahezu jede Herausforderung, die Mensch und Hund gemeinsam bewältigen müssen. Intelligenz. Kraft, Ausdauer und Mut machen einen guten Arbeitshund aus. Doch wenn du mich fragst, gibt es eine Eigenschaft, die den deutschen Schäferhund seit mehr als 100 Jahren von vielen anderen Hunderassen unterscheidet: seine außergewöhnliche Fähigkeit, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Natürlich lernt auch ein Border Collie unglaublich schnell und ein belgischer Malinois beeindruckt mit seiner enormen Arbeitsmotivation. Doch meiner Meinung nach liegt die größte Stärke des deutschen Schäferhundes in seiner einzigartigen Balance. Er besitzt nicht nur eine hohe Intelligenz, sondern gleichzeitig die Bereitschaft, sich eng an seinem Hundeführer zu orientieren. Genau diese Kombination macht ihn bis heute zu einem der vielseitigsten Gebrauchshunde überhaupt. Neue Kommandos versteht ein gut ausgebildeter deutscher Schäferhund oft schon nach wenigen Wiederholungen. Viel beeindruckender allerdings ist, dass er nicht einfach nur Befehle ausführt. Er beobachtet seinen Menschen ständig, erkennt kleinste Veränderungen in dessen Körpersprache und scheint häufig schon zu wissen, was als nächstes von ihm erwartet wird. Genau deshalb beschreiben viele Hundeführer ihren Schäferhund nicht als Werkzeug, sondern als echten Partner. Und ich finde, dieser Begriff trifft es erstaunlich gut. Denn in vielen Einsätzen entsteht zwischen Mensch und Hund eine Zusammenarbeit, die weit über das bloße Befolgen von Kommandos hinausgeht. Meiner Meinung nach liegt genau hier einer der größten Unterschiede zu vielen anderen Gebrauchshunden. Der deutsche Schäferhund arbeitet nicht gegen seinen Menschen, selbst nicht nur für eine Belohnung. Er arbeitet mit ihm. Dieses ausgeprägte Bedürfnis zur Kooperation macht ihn seit Generationen zu einem der beliebtesten Diensthunde weltweit.
Natürlich braucht auch ein deutscher Schäferhund regelmäßige geistige Herausforderungen. Fährtenarbeit, Unterordnung, Suchaufgaben, Rettungshundearbeit oder Schutzdienst sind weit mehr als bloße Beschäftigung. Für diese Rasse sind sie eine sinnvolle Aufgabe, bei der sie ihre Fähigkeiten einsetzen kann. Wird ein so intelligenter Hund dauerhaft unterfordert, sucht er sich früher oder später seine eigene Beschäftigung. Und genau das führt häufig zu Problemen. Zerstörte Möbel, übermäßiges Bellen oder unerwünschtes Verhalten sind oft keine Zeichen eines schwierigen Hundes, sondern vielmehr das Ergebnis fehlender Auslastung. Ich bin deshalb überzeugt, dass man den deutschen Schäferhund nie nur als Haustier betrachten sollte. Er möchte Teil des Alltags sein, Aufgaben übernehmen und gemeinsam mit seinem Menschen arbeiten. Genau dafür wurde diese Rasse über viele Generationen hinweg gezüchtet. Das unterschätzen fast alle. Wenn vom deutschen Schäferhund die Rede ist, denken die meisten Menschen sofort an Polizei, Militär oder Schutzdienst. Und ehrlich gesagt ging es mir früher ganz ähnlich. Doch je intensiver ich mich mit dieser Rasse beschäftigt habe, desto mehr hat mich überrascht, wie unglaublich vielseitig der deutsche Schäferhund tatsächlich ist. Denn kaum eine andere Hunderasse arbeitet heute in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Natürlich begegnet man deutschen Schäferhunden regelmäßig bei der Polizei oder im Militär. Dort suchen sie Sprengstoff, spüren Drogen auf, verfolgen Fährten oder unterstützen ihre Hundeführer bei gefährlichen Einsätzen. Doch ihre Fähigkeiten reichen noch viel weiter. Deutsche Schäferhunde arbeiten als Rettungshunde und suchen nach Erdbeben, Lawinen oder Gebäudeeinstürzen nach verschütteten Menschen. Andere begleiten als Blindenführhunde sehbehinderte Personen sicher durch den Alltag und übernehmen dabei täglich eine enorme Verantwortung. Wieder andere unterstützen als Therapiehunde Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, helfen Rettungsorganisationen bei Katastropheneinsätzen oder suchen vermisste Personen in unwegsamem Gelände. Während viele Gebrauchshunde für ganz bestimmte Spezialaufgaben gezüchtet wurden, scheint der deutsche Schäferhund beinahe überall dort erfolgreich zu sein, wo Intelligenz, Belastbarkeit und eine enge Zusammenarbeit mit dem Menschen gefragt sind. Vielleicht ist genau das der eigentliche Grund, weshalb diese Rasse seit mehr als einem Jahrhundert weltweit so geschätzt wird. Nicht, weil sie in einem einzigen Bereich die absolute Nummer 1 ist, sondern weil sie in außergewöhnlich vielen Aufgaben zuverlässig Höchstleistungen erbringt. Warum Polizei und Rettungsdienste bis heute auf den deutschen Schäferhund vertrauen. Immer wieder hört man, der belgische Malinois habe den deutschen Schäferhund inzwischen vollständig ersetzt. Meiner Meinung nach greift diese Aussage allerdings viel zu kurz. Ja, viele Spezialeinheiten setzen heute bevorzugt auf den Malinois, vor allem weil er leichter, explosiver und extrem beweglich ist. Doch das bedeutet keineswegs, dass der deutsche Schäferhund an Bedeutung verloren hat. Wenn Behörden einen Hund suchen, der unterschiedlichste Aufgaben zuverlässig bewältigt, über viele Stunden konzentriert arbeiten kann und gleichzeitig eng mit seinem Hundeführer zusammenarbeitet, fällt erstaunlich häufig noch immer derselbe Name: der deutsche Schäferhund. Seine große Stärke liegt nicht darin, der schnellste oder spektakulärste Hund zu sein. Seine größte Stärke ist seine Zuverlässigkeit. Selbst unter schwierigen Bedingungen bleibt er konzentriert, arbeitet kontrolliert weiter und lässt sich auch von Stress oder Hektik vergleichsweise wenig beeinflussen. Genau diese Nervenstärke macht ihn seit Jahrzehnten zu einem so geschätzten Partner. Nur sehr wenige Hunderassen haben sich über einen so langen Zeitraum in derart vielen völlig unterschiedlichen Aufgaben bewährt. Charakter in der Familie. Mehr als nur ein Arbeitshund. Vielleicht überrascht genau dieser Punkt viele Menschen am meisten. Denn obwohl der deutsche Schäferhund zu den erfolgreichsten Gebrauchshunden der Welt gehört, kann er zu Hause erstaunlich ruhig, ausgeglichen und anhänglich sein. Hat er eine enge Bindung zu seiner Familie aufgebaut, entwickelt er eine Loyalität, die mich persönlich immer wieder beeindruckt. Viele Besitzer berichten, dass ihr Schäferhund jede Stimmung wahrzunehmen scheint und seine Menschen aufmerksam beobachtet, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Natürlich besitzt diese Rasse einen ausgeprägten Schutzinstinkt. Das Zuhause und die eigene Familie behält ein deutscher Schäferhund fast immer im Blick. Gleichzeitig gilt er bei einer guten Sozialisierung als kontrolliert und besonnen. Er reagiert nicht unüberlegt, sondern beobachtet zunächst aufmerksam, bevor er handelt. Genau diese Gelassenheit unterscheidet ihn meiner Meinung nach von manchen anderen Gebrauchshunderassen.
Trotzdem darf man niemals vergessen, dass auch der deutsche Schäferhund beschäftigt werden möchte. Regelmäßige Bewegung, gemeinsames Training und vor allem sinnvolle Aufgaben gehören zu einem erfüllten Leben dieser Rasse einfach dazu. Wer ihm all das bietet, bekommt meiner Meinung nach einen Hund, der den Wechsel zwischen konzentrierter Arbeit und entspanntem Familienleben besser beherrscht als kaum eine andere Gebrauchshunderasse. Und vielleicht erklärt genau das, warum der deutsche Schäferhund seit Generationen nicht nur im Dienst, sondern auch in Millionen Familien auf der ganzen Welt einen festen Platz gefunden hat. Deutscher Schäferhund versus belgischer Malinois. Früher stellte sich diese Frage kaum jemand. Der deutsche Schäferhund galt über viele Jahrzehnte nahezu selbstverständlich als der Maßstab unter den Gebrauchshunden. Heute wird dagegen immer häufiger diskutiert, ob der belgische Malinois ihm diesen Platz längst abgenommen hat. Und ehrlich gesagt kann ich gut verstehen, warum diese Diskussion entstanden ist. Wer einen Malinois bei der Arbeit beobachtet, erlebt einen Hund voller Energie. Seine Bewegungen wirken explosiv, seine Reaktionen unglaublich schnell und seine Arbeitsmotivation scheint nahezu grenzenlos zu sein. Gerade moderne Spezialeinheiten schätzen genau diese Eigenschaften, denn bei vielen Einsätzen entscheiden manchmal Sekundenbruchteile über Erfolg oder Misserfolg. Doch genau hier beginnt meiner Meinung nach ein Missverständnis. Denn Geschwindigkeit allein macht noch keinen außergewöhnlichen Diensthund. Wenn ich den deutschen Schäferhund mit dem Malinois vergleichen müsste, würde ich beide wie zwei Elitekräfte beschreiben. Der Malinois erinnert mich an den jungen Spezialsoldaten. Extrem schnell, kompromisslos, voller Energie und immer bereit, an seine körperlichen Grenzen zu gehen. Der deutsche Schäferhund dagegen wirkt auf mich eher wie der erfahrene Einsatzleiter. Er bleibt auch dann ruhig, wenn um ihn herum Hektik entsteht, analysiert Situationen mit beeindruckender Gelassenheit und arbeitet selbst unter großem Druck kontrolliert weiter. Genau diese Ruhe wird meiner Meinung nach häufig unterschätzt, denn in vielen Einsätzen geht es nicht darum, möglichst spektakulär zu arbeiten, sondern über lange Zeit konzentriert zu bleiben, richtige Entscheidungen zu treffen und eng mit dem Hundeführer zusammenzuarbeiten. Deshalb sieht man den deutschen Schäferhund bis heute in unzähligen Polizeieinheiten, Rettungsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt. Seine enorme Vielseitigkeit macht ihn dort oft zu einem der zuverlässigsten Partner überhaupt. Der Malinois besitzt ohne Frage beeindruckende Vorteile. Er ist häufig leichter, explosiver und beweglicher. Genau deshalb wird er heute besonders gerne für hochspezialisierte Aufgaben eingesetzt. Der deutsche Schäferhund dagegen überzeugt dort, wo Ausdauer, Nervenstärke, Führigkeit und Anpassungsfähigkeit gefragt sind. Und genau deshalb würde ich persönlich niemals sagen, dass eine dieser beiden Rassen grundsätzlich besser ist. Sie wurden für unterschiedliche Schwerpunkte gezüchtet. Der Malinois ist der kompromisslose Spezialist. Der deutsche Schäferhund ist der außergewöhnliche Allrounder. Und genau das macht ihn seit Generationen so erfolgreich. Deutscher Schäferhund versus osteuropäischer Schäferhund. Deutlich seltener hört man dagegen den Vergleich zwischen dem deutschen Schäferhund und seinem engen Verwandten, dem osteuropäischen Schäferhund. Dabei ist dieser Vergleich mindestens genauso spannend. Auf den ersten Blick wirken beide Hunde beinahe identisch. Doch je genauer man hinsieht, desto deutlicher werden ihre Unterschiede. Der osteuropäische Schäferhund entstand in der ehemaligen Sowjetunion mit einem ganz klaren Ziel. Ein besonders robuster Diensthund, der auch unter extremen klimatischen Bedingungen zuverlässig arbeiten sollte. Deshalb ist er meist größer, kräftiger gebaut und besitzt einen massiveren Knochenbau als der deutsche Schäferhund. Eisige Temperaturen, schwieriges Gelände oder lange Bewachungseinsätze gehören genau zu den Aufgaben, für die diese Rasse entwickelt wurde. Auch charakterlich zeigt sich häufig ein Unterschied. Viele osteuropäische Schäferhunde gelten als etwas reservierter gegenüber fremden Menschen und besitzen einen besonders ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Der deutsche Schäferhund wirkt dagegen häufig etwas offener, anpassungsfähiger und vielseitiger. Gerade diese Fähigkeit, sich auf völlig unterschiedliche Aufgaben und Lebenssituationen einzustellen, macht ihn meiner Meinung nach bis heute so außergewöhnlich. Wenn ich beide Hunde mit einem einzigen Bild beschreiben müsste, würde ich sagen, der osteuropäische Schäferhund erinnert an einen kompromisslosen Grenzwächter, der auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig seinen Dienst verrichtet.
Der deutsche Schäferhund dagegen ist der vielseitige Partner, der sich überall dort bewährt, wo Mensch und Hund als echtes Team zusammenarbeiten müssen. Und genau deshalb haben beide Rassen ihre ganz eigenen Stärken. Warum der deutsche Schäferhund bis heute eine Legende ist. Je intensiver ich mich mit dieser Rasse beschäftigt habe, desto deutlicher wurde mir eine Sache. Viele Menschen suchen heute ständig nach dem schnellsten, stärksten oder spektakulärsten Hund. Doch genau darum ging es beim deutschen Schäferhund eigentlich nie. Seine größte Stärke war schon immer seine Ausgewogenheit. Er gehört nicht in jeder einzelnen Disziplin zur absoluten Spitze. Aber kaum eine andere Hunderasse verbindet so viele außergewöhnliche Eigenschaften auf einem derart hohen Niveau. Intelligenz, Belastbarkeit, Nervenstärke, Loyalität, Arbeitsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit. Und genau diese Mischung hat ihn über mehr als ein Jahrhundert hinweg zu einem der erfolgreichsten Gebrauchshunde der Welt gemacht. Meiner Meinung nach liegt genau darin sein größtes Geheimnis. Der deutsche Schäferhund musste nie der spektakulärste Hund sein. Er musste nur immer dann funktionieren, wenn Menschen sich auf ihn verlassen mussten. Und genau das hat er über Generationen immer wieder bewiesen. Ob auf Schlachtfeldern, bei Rettungseinsätzen, im Polizeidienst, als Blindenführhund oder einfach als treuer Familienhund, Millionen Menschen haben erlebt, wie außergewöhnlich diese Rasse sein kann. Vielleicht erklärt genau das, warum der deutsche Schäferhund bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil er Eigenschaften besitzt, die sich auch nach mehr als 100 Jahren kaum verändert haben. Mut, Treue, Intelligenz und den unbedingten Willen, mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten. Für mich persönlich ist genau das der Grund, warum der deutsche Schäferhund bis heute zu den größten Legenden unter allen Gebrauchshunden gehört. Nicht, weil er der lauteste oder spektakulärste Hund ist, sondern weil er seit Generationen immer wieder das tut, worauf es wirklich ankommt. Er ist da, wenn Menschen ihn brauchen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Wenn du dich heute entscheiden müsstest, würdest du einen deutschen Schäferhund oder einen belgischen Malinois wählen? Und was wäre für dich der wichtigste Grund? Schreib es unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Meinung.